Hi Leute, heute muss ich mal wieder meinen Senf zu einer Betrugsmasche dazugeben, die gerade im B2B-Bereich sehr stark kursiert oder anders ausgedrückt, wo ich auch ständig E-Mails zubekomme. Und hier muss ich ehrlich sagen, fällt man auch mal ganz schnell auf diese E-Mails oder auf diese Betrugsmasche herein. Nun stellt sich die Frage, warum gerade Geschäftskunden, aber schauen wir uns einfach mal die E-Mail etwas näher an, dann merkt ihr sofort, worum es geht. Ganz wichtig, ihr seht, hier sind diverse Logos nicht eingeblendet, das ist aber Absicht von mir. Ich habe sämtliche E-Mail-Programme von mir nämlich so eingestellt, dass sie keine HTML-Mails anzeigen, das ist auch sehr wichtig. So zieht ihr manchen Betrügern oder manchen Schadsoftwaren gleich den ersten Zahn. Denn wenn die E-Mail in HTML dargestellt wird, können hier auch schon erste Schadsoftwaren auf euren Rechner gelangen. Aber das nur als Tipp nebenher. So, was haben wir denn hier Schönes? Sehr geehrte Kundin oder sehr geehrte Kunde, ein Firmenkunde hat seinen Abnahmevertrag vorzeitig beendet. Dadurch sind natürlich jetzt hier glücklicherweise viele schöne IT-Geräte für uns hier frei geworden, die wir hier mit einem massiven Rabatt von bis zu 35% natürlich als Firma erwerben können. Ganz wichtig, ich habe diese E-Mail auch schon in anderen Formen gesehen, da schreiben euch angebliche Anwaltskanzleien oder Insolvenzverwalter an, die dann irgendwelche Firmeneigentümer dementsprechend an euch vermitteln wollen, Gabelstapler, Werkzeuge oder andere Sachen. Auch das ist ähnlich gestaffelt und hat immer denselben Hintergrund. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier sehen wir gleich schöne, nette Geräte auf dem Bildschirm, die uns hier angeboten werden. Und im Anhang ist natürlich noch ein schöner, fetter Katalog mit weiteren Geräten. Was natürlich hier auffällt, wir haben hier mehrere Kriterien, die sofort die Alarmglocken läuten lassen. Hier haben die Betrüger etwas Mist gebaut und da möchte ich euch gleich mal mitnehmen. Was ist das? Wie erkennen wir die gefälschte E-Mail? Als erstes sehen wir natürlich hier oben den Absender. Der Absender ist eigentlich totaler Mist, denn in dieser E-Mail wird behauptet, dass hier MediaMarkt quasi der Lieferant dieser Produkte ist und dann passt das natürlich definitiv nicht dazu. So eine Adresse kann eigentlich nur Betrug sein. Dann gehen wir weiter runter und schauen uns einfach mal die beiden angebotenen Produkte an. Das ist ja der absolute Hammer. Jeder von euch, der sich ein bisschen mit Rechnern auskennt, wird hier sofort sehen, da stimmt ganz gewaltig was nicht. Wir haben nämlich hier erstmal schon ein Gaming-Notebook. Gut, das ist nichts Besonderes, aber wir gucken uns mal die Daten etwas näher an. Und hier sehen wir, die Mischung ist, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr merkwürdig. Zum einen haben wir hier eine Nvidia GeForce RTX. Das ist jetzt nicht die performanteste Grafikkarte, aber was sofort auffällt, 96 GB DDR5 RAM. In heutigen Zeiten, das ist eine Goldgrube. So viel RAM ist heutzutage nahezu unbezahlbar und dann auch in einem Laptop und dann auch noch die Zahl 96 GB. Habt ihr jemals einen Original-Laptop mit 96 GB von irgendeinem Hersteller angeboten gesehen? Das gibt's doch eigentlich gar nicht, oder? Bevor wir jetzt uns die weiteren Produkte hier mal anschauen, warum machen die denn das? Ganz einfach erklärt, im normalen B2B-Bereich gibt es keine 14-tägige Widerrufsrecht. Das heißt, hier spielt quasi der Angreifer direkt mit eurer Gier. Denn hier kann man doch recht günstig sehr leistungsstarke Geräte abgreifen, aber das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Das heißt, ihr würdet diese Geräte bestellen, bezahlen und mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals erhalten. Nur so als Hinweis nebenher. Dann haben wir hier natürlich noch weitere Angebote drinne und da wird's riskant. Hier unten haben wir eine PDF. Ganz wichtig. PDFs, Anhänge, E-Mail-Anhänger aller Art von E-Mail-Adressen, die ihr nicht kennt und auch wenn ihr sie kennt und es ist irgendwie ein bisschen komisch, macht das Zeug nicht auf. Es ist kreuzgefährlich und allein dadurch kann schon euer Rechner verseucht werden. Wenn die Neugier euch trotzdem packt, wie gesagt, wenn ihr sowas öffnet, immer auf eigenes Risiko, aber man kann ja mal sich vielleicht noch ein bisschen im Vorfeld absichern. Zum Beispiel Weg 1, ihr ladet die Datei zum Beispiel zu Google Drive hoch. Dort wird dann irgendwann eine Virenprüfung durchgeführt und hier kann man schon mal überprüfen, ob die Datei virenverseucht ist. Und man kann sie auch direkt online über Google öffnen, so dass sie nicht auf dem eigenen Rechner geöffnet wird. Somit hat man sich schon mal die Viren vom Rechner ferngehalten. Eine zweite Variante ist ein Online-Virencheck. Hier können wir auch mal kurz durchspielen, wie das funktioniert. Ich setze hier gerne auf den Anbieter VirusTotal. Wichtig, wenn ihr euch nicht sicher seid, was die Originalseite von VirusTotal ist, googelt es doch einfach mal. Und hier seht ihr auch ganz schnell die echte Adresse www.virustotal.com. Das ist die richtige Seite. Die machen wir einfach mal auf. Können wir jetzt unsere Datei hochladen. Einfach hier ablegen und kurz laufen lassen. Dann schauen wir uns mal das Ergebnis an und wir sehen, hier werden diverse Virenprüfungen durchlaufen lassen und hier seht ihr, diese Datei ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
virenbelastet. Das heißt, man könnte sie jetzt unter Umständen öffnen, aber wie gesagt, gerade wenn euch Betrüger solche Dateien schicken, wäre ich damit immer noch recht vorsichtig. Dann haben wir ja die Möglichkeit, das noch irgendwo anders zu öffnen, zum Beispiel in der virtuellen Maschine oder direkt bei Google Drive. Und ihr seht, ich öffne das hier direkt im Google Drive. Es geht in meinem Browser auf und somit öffne ich es nicht direkt auf meinem Rechner und habe hier nochmal eine zusätzliche Sicherheitsebene eingeführt. Jetzt können wir uns hier nochmal schön anschauen, was es hier gibt. Wichtig, hier oben steht natürlich die falsche Marke, das ist Betrug. Dieser Konzern hat damit nichts zu tun. Und wir scrollen mal herunter. Wir sehen unschlagbare 35% Rabatt für uns. Hier wird auch gleich mitgeteilt, wen wir kontaktieren müssen und wo wir die Ware herbekommen. Ich tue das hier mal verpixeln, denn das ist ein Betrüger und ich möchte ihm natürlich nicht in die Hände spielen. So, dann scrollen wir mal herunter. Was haben wir denn hier für schöne Sachen? Und hier sehen wir zum Beispiel mal schön einen Archer, ein richtiges Kraftpaket. Früher fast 4.300 Euro, jetzt auf 2.700 reduziert. Und was hier sofort auffällt, hier packt jemand 16 Terabyte, eine 16 Terabyte SSD in einen Laptop. Und obendrauf bekommen wir nur 8 GB Arbeitsspeicher. Was sind denn das für verrückte Konfigurationen? Das würde kein Mensch so zusammenbauen und gibt es wahrscheinlich auch so nirgendwo zu kaufen. Fazit zu der ganzen Geschichte, Leute, im Großen und Ganzen, ich habe, wie gesagt, die E-Mails schon mit mehreren anderen Artikeln oder anderen Geschichten bekommen. Ich kann euch nur immer wieder dazu aufrufen, gerade wenn ihr eine Firma habt, kauft eure Artikel dort, wo ihr sie normalerweise immer kauft, im ganz normalen B2B-Sektor oder bei großen Ketten, bei großen Firmen. Hier habt ihr ordentlich Garantie. Hier habt ihr einen Ansprechpartner und wenn was schief läuft, kümmert sich jemand um die Produkte und niemand möchte euch hier irgendwie abzocken. Und gerade das passiert hier. Man denkt zwar, man kann hier wirklich sehr günstig zugreifen, aber lasst hier bloß die Finger davon, markiert die E-Mail so schnell wie möglich als Spam oder gerade hier in dem Fall, wenn irgendeine große Kette betroffen ist, schreibt doch eventuell mal die Kette an und schickt ihnen die E-Mail durch und sagt, Leute, hier ist das wirklich von euch oder schaut mal nach, was hier schief läuft. Dann könnt ihr die nämlich auch ein bisschen drauf anstoßen, dass die eventuell ihre Kunden auch mal über ihre Webseite oder Homepage impfen.